Heute nehme ich dich mit auf eine der größten Abenteuerreisen der Antike. Ich erzähle dir von der Suche nach dem goldenen Vlies und von einer Liebesgeschichte zwischen dem griechischen Helden Jason und der kolchischen Königstochter Medea. Lass dich überraschen. Herzlich willkommen auf Infonium. Dieses Mal begebe ich mich mit dir in das 4. Jahrhundert vor Christus. Wir gehen auf eine Reise, die voller Gefahren steckt und durch eine außergewöhnliche Liebe geprägt wird. Erfahre, was das Goldene Vlies ist, warum es so begehrt war und welche Rolle die geheimnisvolle Medea in dieser Geschichte spielt. Das Goldene Vlies. Die Legende des Goldenen Vlieses entstammt der griechischen Mythologie. Dabei handelt es sich um die Haut eines göttlichen Widders, die im fernen und exotischen Königreich Kolchis im Westen des heutigen Georgiens aufbewahrt wurde. Das Goldene Vlies symbolisierte Macht und königliche Legitimität. Darum wurde es auch zum Ziel unserer Helden. Jason muss sich beweisen. Unsere Geschichte beginnt im Königreich Iolkos. Das liegt im heutigen Griechenland. Aison, der König von Iolkos, wurde von seinem Bruder Pelias vertrieben. Um seinen Sohn Jason zu retten, wurde dieser dem weisen Kentauren Chiron, ein Wesen halb Mensch, halb Pferd, zur Erziehung übergeben. Als junger Mann trat Jason vor seinen Onkel Pelias und forderte das Königreich zurück. Der erklärte ihm, erst dann, wenn Jason seinen Heldenrang beweise, könne er König von Iolkos werden. Pelias forderte von Jason, das Goldene Vlies aus dem Königreich Kolchis nach Iolkos zu bringen. Prompt bildete Jason eine Mannschaft aus griechischen Helden, wie der Sänger Orpheus, Herakles, Telamon, Vater des Ajax, Peleus, Vater des Achilleus, Aertes, Vater des Odysseus und Theseus, der Besieger des Minotaurus. Ihr Schiff hieß Agon, deutsch die Schnelle. Darum nannten sich die Männer die Argonauten. Die Reise beginnt. Gemeinsam begaben sich die Argonauten auf die abenteuerliche Fahrt durch unerforschte Gewässer. Ihnen begegneten Meeresungeheuer. Sie navigierten durch tödliche Herausforderungen wie die Symlegaden. Das waren zwei Felsen, die im Schwarzen Meer schwimmen. Einmal trieben sie aufeinander zu, dann schwoll das Wasser zwischen ihnen mit fürchterlichem Toben an. Dann wiederum trieben sie auseinander und es bildete sich eine enge Durchfahrt. Ihre schwierigsten Prüfungen sollten die Argonauten jedoch erst im Königreich Kolchis erwarten. Die Argonauten erreichen Aia. In Kolchis angekommen, betraten die Argonauten staunend die von Weinreben umrankte Hauptstadt Aia, die heutige Stadt Kutaisi. Dort wurden sie von König Aietes gastfreundlich empfangen. Als Jason von ihm das Goldene Vlies verlangte, erlegte ihm Aietes 2 Prüfungen auf. Als erste Prüfung musste Jason 2 feuerschnaubende Stiere mit ehernen Hufen vor einen Pflug spannen und dann mit ihnen einen Acker pflügen. Als zweite Prüfung sollte er in die Ackerfurchen Drachenzähne sehen und gegen die daraus entstehenden eisengepanzerten Männer kämpfen. Jasons Prüfung. Medea, die schöne Tochter des Aietes, verliebte sich in den heldenhaften Prinzen aus Griechenland. Darum beschloss sie, ihm zu helfen, die Prüfung zu bestehen. Sie schickte Jason eine wundersame Salbe, die ihn gegen den giftigen Feueratem der Stiere schützte. So gelang es Jason, die erste Prüfung zu meistern. Bei der zweiten Prüfung riet Medea Jason, einen Stein auf die eisernen Männer der Drachensaat zu werfen. Daraufhin wurden diese zornig und begannen sich gegenseitig zu bekämpfen, sodass sie Jason einzeln töten konnte.
Obwohl Jason alle Prüfungen bestanden hatte, weigerte sich König Aietes, das goldene Vlies herauszugeben. Also schlich sich Jason um Mitternacht in den heiligen Hain. Dort schläferte er den Bewacher des goldenen Vlieses, einen 100-äugigen Drachen, mit einem Zaubermittel ein, das er von Medea bekommen hat. Mit ihrer Hilfe gelang es Jason, das goldene Vlies zu stehlen. Der Verrat der Medea. Der entscheidende Faktor für Jasons Erfolg war Medea, die Tochter des Königs Aietes. Medea, eine mächtige Zauberin, verliebte sich in Jason. Getrieben von Liebe und dem Versprechen einer gemeinsamen Zukunft, verriet sie ihre Familie und ihre Heimat, um ihm zu helfen. Mit Zaubern und List verhalf sie Jason, die nahezu unmöglichen Aufgaben ihres Vaters zu bewältigen. Ihre Beziehung war geprägt von tiefen Emotionen, schweren Entscheidungen und letztendlich von Verrat und Tragödie, als Medea ihre Vergangenheit hinter sich ließ, um mit Jason und dem kostbaren Raub nach Iolkos zu fliehen. Auch die Flucht nach Griechenland war gezeichnet von weiteren Herausforderungen und Konflikten. Die Argonauten mussten nicht nur vor Medeas Bruder fliehen, sondern auch zahlreiche andere Gefahren überwinden. Die Tragödie nahm ihren Lauf. In Iolkos heirateten Jason und Medea. Ja, eigentlich müsste jetzt ein Happy End kommen, aber die Geschichte über Jason und Medea geht weiter. Jason zuliebe ersann Medea eine List, durch die König Pelias zu Tode kam. Weil daraufhin beide Iolkos verlassen mussten, zogen sie nach Korinth. Dort lebten sie zusammen mit ihren beiden Söhnen. Doch bald wurde ihre Beziehung auf eine harte Probe gestellt. Denn als Jason sich von Medea trennte und die korinthische Königstochter heiratete, erreichte die Tragödie ihren Höhepunkt. Medea, die alles für Jason aufgegeben hat, wurde so zornig, dass sie die Früchte ihrer Liebe, nämlich die eigenen Kinder, ermordete. Der Legende nach hat der griechische Sonnengott Helios persönlich seine Enkeltochter Medeos auf seinem Wagen in den Götterhimmel entführt, um sie vor der Rache der Korinther zu schützen. Fazit: Die Legende von den Argonauten und dem goldenen Vlies ist mehr als nur eine Geschichte von Abenteuer und Heldentum. Sie ist eine Erzählung über Liebe, Verrat und die menschliche Schwäche. Als Erinnerung daran wurde auf dem Europe Square hier in Batumi eine Statue der Medea aufgestellt. Ja, wie denkst du über die Entscheidungen von Jason und Medea? Welche Lehren ziehst du daraus? Schreib's doch in die Kommentare. Hat dir die Geschichte gefallen? Wenn ja, dann lass bitte ein Like da und vergiss nicht, Infonium zu abonnieren, damit du auch in Zukunft keine Folge verpasst. Am nächsten Sonntag sehen wir uns dann wieder, wenn es heißt, ein Deutscher in Georgien. Tschüss!